Hallo, willkommen zu Change Daily. Heute fahren wir zum Dannenröder Wald, den mutige Aktivisten vor der Abholzung schützen. Ich glaube, dumme Entscheidungen entstehen nicht durch subjektive Dummheit, sondern durch kollektive Dummheit. Und die kollektive Dummheit ist einfach in unserer Gesellschaft grundsätzlich so unglaublich weit fortgeschritten. Das merkt man ja an sich selber. So, du weißt genau, dass es falsch ist, aber die kollektive Dummheit denkt, das ist gar nicht so schlimm, also machst du es mit. So. Und genauso ist es wahrscheinlich mit den Politikern auch so. Die haben eigentlich subjektiv, wissen sie, dass es eigentlich echt Kacke ist, aber sie sind halt trotzdem irgendwie dumm genug, kollektiv es trotzdem zu machen. Ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht wirklich verstehen. Ja, ich auch nicht. So, jetzt bin ich hier in Stadt Allendorf angekommen, dem letzten gut erreichbaren Bahnhof auf dem Weg zum Dannenröder Wald. Und von hier aus fahre ich jetzt weiter und suche meinen Schlafplatz und morgen ist die große Demonstration. Guten Morgen, ich bin hier schon direkt neben der angefangenen Autobahnschneise. Schaut ziemlich wild aus. Hier sieht man schon viele gefällte Bäume und die Autobahnschneise. Ich werde mal gucken, wo die Aktivisten sind und wo die Demonstration stattfindet. Ein System zu zerstören, das so viel Zeit braucht, um sich zu entwickeln, ist einfach sehr dumm. Sowohl das Autobahnnetz hat keine Zukunft, wie auch Autos grundsätzlich. Und wenn man sich überlegt, was da gerade läuft, so, es werden so viele Bäume gefällt. Ich glaube, es waren irgendwie, ich weiß nicht genau, 500 Hektar Wald, die wieder abgeholzt werden für eine Autobahn. Und dann in keine Ahnung wie vielen Jahren, wenn dann endlich mal alle gecheckt haben, dass es halt einfach sinnlos ist, weiterhin an diesem System festzuhalten, das sowas unterstützt, dann checken sie, scheiße, wir brauchen die ganzen Autobahnen ja gar nicht. Und dann steht da diese versiegelte Fläche in der Gegend rum und keiner hat eine Ahnung, was er damit anstellen soll. So. Halt, ich meine, die ist halt dann so zu und tot. Und es dauert dann erstmal 300 Jahre, bis da wieder ein gescheiter Wald steht. Also zum Danny auf jeden Fall hingehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass da Leute hingehen. Das Effektivste beim Danny ist wirklich in den Danny zu fahren. Also es ist sicher hilfreich, wenn Menschen Geld spenden, allerdings es lässt sich momentan nur verhindern, indem sich Menschen dort vor das Gerät stellen, nicht weggehen, sich wegtragen lassen. Wir müssten ein CO2-neutrales Deutschland in den nächsten 7, 10 Jahren haben und wir bauen jetzt eine Autobahn, die erst in ein paar Jahren überhaupt fertig wird. Das ergibt alles keinen Sinn und deswegen ist es wichtig, dass man sich dort widersetzt, wo es sinnvoll ist. Und die Wurzeln und das Leben fließen langsam wieder zurück. Ah, ja. Und der Widerstand der Wesen bringt euch aus dem Gleichgewicht. Ah, ja. Und die Wurzeln und das Leben kriegen wieder ein Gesicht. Ah, ja. Ja, da sind wir hierher gekommen und hatten keine Ahnung, wer hier ist und haben uns getroffen. Ja. Aber hätte ich mir ja eigentlich auch denken können, ne? Ja, ich auch. Der Lastenverkehr war früher ja auch eigentlich auf den Schienen. Das hat sich ja erst entwickelt in den letzten 30 Jahren oder so. Das gehört einfach wieder auf die Schienen zurück, weil der Wald grundsätzlich schützenswert ist, egal wo er ist. Wir haben eh so wenig Waldfläche in Deutschland. Kein Staat hält, was er verspricht, denn Wachstum wird diese Erde immer ausbeuten. Es wird Zeit, dass wir alle austreten und uns endlich mal treffen und über alles reden und uns nicht mehr zu verstecken. Ohne die unermüdliche Arbeit dieser Aktivisten gäbe es wahrscheinlich schon ganz viele unserer wichtigen Ökosysteme nicht mehr. Deswegen ist es total wichtig, was sie machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt hin und unterstützt die Aktivisten im Dannenröder Wald vor Ort.